Wer reist, erweitert seinen Geist. Herzlich willkommen zum Rian Caesar Travel Vlog. Dieses Mal war ich unterwegs Richtung Afrika. Ich war in Eritrea. Wer nach Eritrea reisen möchte, braucht ein Visum. Touristenvisa werden momentan nicht ausgestellt. Versucht es einfach bei der zuständigen Botschaft, denn elektronische Visa gibt es nicht. Ihr müsst schon zur Botschaft. Plant 4 bis 6 Wochen Bearbeitungszeit ein. Das Ganze kostet 50 €. Und am besten versucht ihr das über ein Reisebüro oder irgendjemanden, den ihr kennt, der dort einen Bezug zu hat. Also jetzt nicht sagen, ich bin Karl Gustav und möchte 3 Wochen nach Eritrea in den Urlaub. Also dann müsst ihr bitte schon erst über ein Reisebüro mit einem Hotel, was ihr schon habt. Ihr braucht den Flug. Ihr müsst schon Sachen haben, bevor ihr zur Botschaft geht. Ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, jo, das mache ich dann vor Ort. Das funktioniert leider nicht. Es muss alles beim Militär, bei der Behörde, bei der Regierung angemeldet werden. Das Gleiche trifft auch die Reisen innerhalb des Landes zu. Ihr habt dann ein Visum für die entsprechenden Orte in Eritrea. Das heißt, wenn ihr ein Visum schreibt, ihr möchtet Asmara besuchen, dann könnt ihr auch nur in Asmara bleiben. Und glaubt mir, überall gibt es Kontrollen, Polizeikontrollen, beziehungsweise es ist schon die Armee. Es ist gar keine Polizei mehr. Sobald ihr euer Visum habt und das ist dann auch eingeklebt in eurem Reisepass, das ist wunderschön mit so einem kleinen Kamel, dann kann die Reise auch losgehen. Guten Morgen, mal wieder ist es kurz nach 5. Ich hasse das, diese frühen Abflüge. Aber wenn man mal überlegt, dass man den ganzen Sicherheitskram und wieder rechtzeitig da sein muss, dann heißt das 5 Uhr aufstehen. Ich habe mich ganz in Black gekleidet, damit ich mal nicht die Spiegelung habe. Aber ich weiß gar nicht, ob ich immer einen Fensterplatz habe. Wir werden es sehen. Diesmal fliege ich von München aus. Da ist der Flughafen ein bisschen weiter, da muss ich 40 Minuten, glaube ich, mit dem Shuttlebus fahren. Und ich hoffe, dass es jetzt erstmal Frühstück gibt und einen Kaffee und dann geht's direkt auch schon los. Mit dem Lufthansa Shuttlebus könnt ihr direkt vom Münchner Hauptbahnhof bis zum Terminal gefahren werden für ca. 11 bis 12 €. Sehr komfortabel, sehr ruhig, hält nicht an jeder Station wie mit der S-Bahn. Ich kann diesen Bus empfehlen und er war auch pünktlich. Okay, aber ich bin überrascht. Im Münchner Flughafen, die Security ging so schnell. Es hat 5 Minuten gedauert, zumindest kein Anstehen. Es war wie Priority Fastlane. So, dann warten wir jetzt mal auf den Flieger und dann geht's erstmal nach Istanbul. So, da sind wir jetzt. Am Flughafen. Und warten jetzt noch 1,5 Stunden. Natürlich lauern auch wieder Gefahren in Eritrea. Denn es gab natürlich auch Warnmails von wegen Cholera und kein Salat essen und kein Wasser trinken. Gleiche Thema. Nur mit der ein bisschen härteren Gefahr, dass es Cholera gibt und einen Brechdurchfall. Gut, wir wissen ja, was die Warnungen bedeuten. Mund zu beim Duschen. Flugtickets bekommt ihr auch ab 600-700 €. Natürlich waren wir wieder spät dran und haben auch über 1.300 € bezahlt. Wir sind mit der Turkish Airlines geflogen über Istanbul. Das ist ein riesen Flughafen. Schnell laut, richtig groß. Keine Ahnung, wo ich das gleich abfliege. Das wird sich gleich zeigen. Und dann sind das nochmal 4 Stunden. Der Flug jetzt in Richtung Istanbul, der war recht cool. Auch die Turkish Airlines, eine super Fluggesellschaft. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es gab leckeres Essen, sehr hilfsbereit. Also ich kann bis jetzt nichts Schlechtes sagen. Die Business Class kann man sich, glaube ich, schenken. Die war jetzt nicht so der Hype. Da würde ich jetzt nicht das Dreifache für bezahlen. In Eritrea angekommen, das sind ja diese afrikanischen Flughäfen. Die sind ja mini klein. Das ist letztendlich ein Gebäude, da ist direkt die Immigration. Da musst du sagen, warum du da bist. Gut, als Tourist ist es natürlich logisch. Wir waren für journalistische Zwecke da. Und dann ging es weiter in den Zoll. Der Zoll ist schon krass. Die machen tatsächlich deinen Koffer auf und durchwühlen alles. Wir hatten Glück und wurden durchgewunken, aber alle anderen mussten tatsächlich alles auseinandernehmen. Also da waren schon strengere Richtlinien. Draußen angekommen standen natürlich die ganzen Taxis, die dann gesagt haben, Taxi, 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 eigentlich sollten wir abgeholt werden. Aber wir sind mit einem Taxi gefahren. What
viel haben wir denn jetzt? 23:30 Uhr. Wir sind jetzt angekommen und fahren jetzt mit dem Taxi, weil unser Abholer uns nicht abgeholt hat. Mal schauen, wo wir hinfahren und ob wir das noch überleben. Und dann sind wir angekommen im Hotel. Von außen eigentlich wunderbar. Wir sind gerade mit dem Taxi gefahren. Der Auspuff muss, glaube ich, nach innen gerichtet worden sein. Er hat so gestunken nach Abgas. Ey, hätte der das Fenster zugehabt, wir wären einfach tot gewesen. Unglaublich teuer eigentlich. Also wir haben jetzt vom Flughafen hier, ich meine, wie lange sind wir gefahren? So 15 Minuten, glaube ich. 15 Minuten Vergasung. Und haben da jetzt 500 Nakfa bezahlt, was ja umgerechnet so 33 Euro sind. Das ist jetzt nicht günstig. Also 33 Euro zahlt aber in Berlin. Das Hotel, in dem wir waren, in dem Sunshine Hotel, ist auch irgendwann in der Zeit stehen geblieben, was auch die Modernisierung anging. Weiß ich nicht. Sehr einfaches Hotel, was nicht schlimm ist. Aber als ich ins Badezimmer ging, war ich schon ein bisschen schockiert. Okay, Licht geht nicht. Ich habe jetzt den Lichtschalter gefunden. Der war nämlich hier. Erstmal ging das Licht nicht. Dann war die Toilette doch ziemlich dreckig. Schimmel war an den Decken. Dieses Hotel hatte ja auch keine Heizung. Nun habe ich mir gedacht, naja, wir sind ja in Afrika, da ist es warm. Aber Pustekuchen, denn Asmara liegt 2300 Meter hoch. Das heißt, tagsüber hast du vielleicht deine angenehmen 20 Grad, 22 Grad. Aber nachts ging die Temperatur dann auch runter auf 11 Grad. Ich ziehe mir jetzt einfach eine lange Jogginghose an und einen langen Pulli, aber es geht. Von der Temperatur sind draußen, glaube ich, 15 Grad. Es ist wie so ein kalter Sommertag eigentlich. Genau, deswegen gehe ich jetzt mal schlafen und dann schauen wir mal, was der morgige Tag bringt. Wenn ihr gar kein Fenster habt, also die Fenster waren Deko. Ich habe alles gehört von draußen. Guten Morgen. Oh, was ist denn hier los? Oh, ich weiß nicht, waren jetzt 5 Stunden Schlaf oder so? Schlaf ist so viel gesagt. Es war so arschkalt. Jetzt noch in der Nacht. Oh. Jetzt kann ich mal, wenn man das im Hintergrund hört. Da haben wir den Minnesänger. Aber der singt um 5 Uhr. Der singt jetzt um 6:30 Uhr. Es ist ein Mittwoch. Ich meine, ich bin kein Muslim und ich kenne mich jetzt auch in der Religion nicht so aus. Aber war das nicht freitags? Hier ist ein Krach. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte Ohrstöpsel drin und die Hunde haben durchgebellt. Ich traue mich gar nicht zu duschen. Naja, kriege ich Brechdurchfall. Ich weiß nicht, ob das hier so wirklich ein Urlaubsland ist. Ich meine, ohne Infrastruktur. Ein Taxi, was das Gas nach innen richtet. Ich bezweifle, dass ich euch noch was Schönes zeigen kann, aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Das waren so Hundegangs, die haben sich denn nachts irgendwie gefeitet und sich angebellt. Da war was los. Zusätzlich kam noch ein Minnesänger, oder wie man es nennt, der tatsächlich dann die ganze Zeit laut gesungen hat über seine Kirche und seine Religion. Mag ja gut sein, ob das um 2 Uhr und um 4 Uhr morgens passieren muss, ist die andere Frage. Es ist einfach 7 Uhr morgens. Nach deutscher Zeit 5 Uhr. Frühstück. Es gab oder gibt keine Heizung in keinen dieser Räume. Und dadurch, dass das nicht geheizt wird und es trotzdem mal regnet und es trotzdem kalt ist, sind die Wände doch recht feucht. Und feuchte Kälte ist absolute Katastrophe. Ich habe mich leider überhaupt gar nicht wohlgefühlt. Ihr findet das jetzt wahrscheinlich witzig oder völlig überzogen, aber es ist es nicht. Es ist hier arschkalt drin. Draußen ist es wirklich wärmer als hier drin. Selbst im Flur ist es wärmer. Keine Ahnung, was hier in den Wänden ist. Ob das Schimmel ist oder ob das so eine feuchte Kälte irgendwie. Also es ist einfach kalt. Also es spürt sich unglaublich kalt an. Ich habe jetzt sogar noch hier noch ein Unterhemd angezogen, weil ich habe so gefroren, habe mir jetzt eine Mütze aufgesetzt, weil mir das einfach um die Ohren und in den Haaren so kalt war. Und ich finde es so krass,
ist die zweite Nacht. Ich habe die erste schon nicht so gut geschlafen. Ich habe dann noch irgendwie einen Powernap gemacht. Weiß nicht, wie lange man das durchhält. Also für 3 Nächte geht's, glaube ich. Das ist jetzt die zweite Nacht. Das heißt mehr als Halbzeit, wenn ich denn die Nacht geschafft habe. Und ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen, weil es schon ganz früh wieder losgeht. Von daher denke ich mir, so kriege ich vielleicht die Nacht irgendwie hin. Es ist arschlaut draußen. Autos fahren ständig rum, Leute labern, schreien. Das ist hier komplett nicht dicht. Also ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt Fenster habe. Und die Hunde werden sicherlich, sobald die Menschen weg sind, auch wieder anfangen rumzubellen. Das Einzige, was gut ist, ist halt dieser Schreihals, der mit der Kirche da rumsingt. Der ist still, weil heute war Feiertag. Ich mich schon gewundert, ist doch gar kein Freitag, ist aber auch gar nicht muslimisch. Es war orthodox und war irgendwie so ein Latein, so ein komisches Kirchenlatein, was ich nicht kenne. Hat sich auch trotzdem komisch angehört. Und deswegen hat er seit 2 Uhr nachts gesungen. Ja, ich habe so um 2 Uhr nachts wahrscheinlich irgendwann noch mal so mitbekommen. Hauptsächlich habe ich so um 5 Uhr mitbekommen und um 6.30 Uhr, dann bin ich um 6.30 Uhr auch aufgestanden, weil ich die Schnauze voll hatte. Und jetzt will ich auch gar nicht zulabern, jetzt geht's in die zweite Nacht. Ich werde mir auch wieder die Ohrstöpsel reinpacken, wobei ich ja dann wieder Angst habe, dass ich den Wecker nicht höre, aber wenn ich jetzt schlafen gehe, hier um 9:30, also jetzt roundabout, dann werde ich auch hoffentlich früh genug wach sein. Wecker laut stellen, dann geht das schon. Ich will das Hotel nicht schlecht machen, es war unglaublich nett und freundlich da und abends war auch die Hölle los. Irgendwie kam ganz Asmara in diese Bar. Aber zum Übernachten würde ich dann entweder ein anderes Hotel empfehlen, da müsst ihr nochmal recherchieren. Man kann das Sunshine Hotel auch gar nicht online buchen. Es funktioniert nicht, ihr müsst da anrufen. Nichts geht elektronisch. Also Eritrea muss man sich ja vorstellen, das ist ja wie eine Zeitreise. Du fliegst 2022 los und kommst 1980 an. Und genauso habe ich mich gefühlt. Ihr habt ein Handy dabei, aber könnt es nicht benutzen, denn ihr braucht eine SIM-Card. Aber Touristen oder Fremde bekommen keine SIM-Card. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit, und Gott sei Dank waren es nur 4 Tage, kein Telefon, kein Internet. Internet gab es im Hotel, aber auch nur sporadisch und auch sehr langsam. Ich weiß nicht, wer sich noch an die ISDN-Geschwindigkeit erinnert. Genauso war es. Also große Seiten waren überhaupt gar nicht aufrufbar. Die einzige Möglichkeit, irgendwie mit der Außenwelt in Kontakt zu kommen, war über das Hoteltelefon für eine ordentliche Gebühr oder aber im Internet des Hotels, wenn es dann funktioniert hat. Für 1 oder 2 Augenblicke konntet ihr dann auch mal ein Foto hochladen, hat ungefähr so 20 Minuten gedauert, oder konntet über Instagram auch mal eine Nachricht schreiben. WhatsApp ging gar nicht, sämtliche Messenger gingen nicht, auch kein Facebook. Man hatte nicht die Möglichkeit, irgendjemanden irgendwie zu kontaktieren. Also selbst eine SMS war nicht möglich. Ansonsten ist Asmara wunderschön. Es kam mir so ein bisschen vor wie Miami, ja, mit den Palmen und den Autos, und es war auch sehr gepflegt. Wir sind ein bisschen durchgegangen. Asmara ist eigentlich ganz nice. Wie viel Grad haben wir jetzt hier? 25 Grad. Also es ist auf jeden Fall gefühlter Sommer Ende November. Das Schlimme ist, dass in Eritrea halt, zumindest in Asmara, oft der Strom ausfällt. Von wegen in Deutschland Blackouts. Ich glaube, wir hatten jede Stunde einen Blackout. Da komme ich zum Thema Geld.
Ihr müsst Bargeld umtauschen im Hotel oder wo auch immer, am besten in einer Bank, denn es gibt keine Automaten. Ihr könnt nirgendwo mit Kreditkarte bezahlen. Ihr könnt nirgendwo mit einer Plastikkarte Geld abheben, geschweige bezahlen. Es läuft alles über Bargeld. Das restliche Bargeld dürft ihr auch nicht aus dem Land ausführen. Das heißt, seht zu, dass ihr das irgendwie ausgibt. Auf Märkten. Durch die Höhenlage müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also jumpt jetzt nicht irgendwie 1000 Meter, geht nicht unbedingt gleich joggen, weil das schon auf den Körper schlägt. Also ich bin 2 Etagen hochgerannt, weil ich was vergessen hatte und war so mega aus der Puste. Ich konnte mir das gar nicht erklären. Dadurch, dass ich mit Ärzten da war, haben die mir das dann erstmal erklärt, dass die Höhenlage natürlich auf diesen Körper ganz anders reagiert. Und auch meine Stimme hörte sich ganz anders an. In Asmara könnt ihr wunderbar essen gehen. Diese ganze Stadt hat ja einen italienischen Flair. Und demnach gibt es auch italienisches Essen. Beim Essen müsst ihr trotzdem aufpassen. Ich nenne euch hier mal 2 sehr gute Läden. Einmal das Spaghetti-Haus und einmal könnt ihr wunderbar Pizza essen. Dazu einen Wein oder, was in Asmara sehr typisch ist, Bier. Es gibt so eritreisches Bier. Ich glaube, das hat nicht mal ein Label. Aber es ist lecker. Trinkt auf keinen Fall das Wasser dort. Schaut zu, dass die Wasserflaschen geschlossen sind, und zwar original verschlossen sind, nicht wieder zugeschraubt. Und schließt den Mund beim Duschen. Und wenn ihr euch am besten vorbereiten wollt, dann gibt es Schluckimpfungen gegen Cholera oder aber ihr nehmt Kohletabletten zur Vorbeugung. Das kann eigentlich auch euren Magen-Darm-Trakt schützen. Als wir Richtung Keren gefahren sind, die Landschaft dort ist ja atemberaubend. Also überall stehen Kakteen, schöne Flora, es gibt Berge, Hügel und dieses afrikanische Feeling, soweit das Auge reicht, nicht bebautes, es kommt kein Flugzeug gerade um die Ecke, man hört keine Bahn fahren. Es ist wirklich diese afrikanische Stille mitten im Nirgendwo. Das hat mich schon sehr beeindruckt wieder, weil das ist für mich ja auch so Afrika. Keren liegt 1000 Meter unter Asmara und dementsprechend ist da auch ein ganz anderes Wetter. Wir hatten 28 Grad oder fast 30, blauer Himmel, es war wunderschön afrikanisch heiß. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Trotzdem waren diese Menschen und auch die Kinder glücklich. Wir haben ja mit den Kindern gesprochen, die zumindest Englisch konnten und die auch zur Schule gegangen sind. Die konnten sich natürlich mit uns verständigen und haben uns dann groß erklärt, wo wir sind und was die Nachbarländer sind. Und die waren sehr glücklich. Die waren glücklich, auch ihr Land zu präsentieren, zu repräsentieren. Und dieser Stolz, ja, das ist auch irgendwie ein schönes Gefühl. Natürlich haben die Kinder immer gerufen, China, China, China. Ja, ich wusste gar nicht, was China, China bedeutet. China, China ist halt, es sind sehr viele Asiaten, die dort geschäftlich einreisen und die Geld mitbringen und den Kindern dann wahrscheinlich auch Geld geben. Und die können das nicht unterscheiden. Die sehen einfach, okay, das ist jetzt der sieht jetzt nicht aus wie wir. China, China. Oder give me my money. Oder give me my chocolate. Das heißt, sie versuchen sich irgendwas zu erbetteln, aber
sie sind nicht penetrant, sie laufen dir nicht hinterher, sie sagen es einfach. Und wenn man dir nichts gibt, gibt man dir nichts. Ja, weil die Armut ist ja natürlich auch riesengroß dort. Leider verdienen die Menschen dort im Verhältnis zu das, was es kostet, viel zu wenig. Also es ist jetzt nicht so wie in anderen Ländern, wo ein normales Hotel 17 € kostet, umgerechnet, und die verdienen vielleicht 400 €, ja, und können sich dann mal so ein Hotel leisten. Aber in Eritrea, müsst ihr euch vorstellen, ist das so, dass das Hotel, also wirklich dieses Hotel ohne Heizung, ohne warmes Wasser, 70 oder fast 80 € die Nacht gekostet hat. Ich meine, außer das Bier, das hat, glaube ich, 1 € gekostet. Aber die Pizza hatte trotzdem ihre fast 8 € gekostet. Und das Verhältnis zu dem Verdienst eines Eritreers, ja, also ein Arzt, ein studierter Arzt, ein fertiger studierter Arzt, verdient knapp 500 € im Monat. Auch der Wohnungsmarkt, also eine Wohnung kostet in Asmara 2000 Nakwa. Das heißt, ein Arzt kann sich gerade mal die Wohnung leisten, aber die Hälfte seines Gehaltes ist weg. Eine Krankenschwester verdient 2000 Nakwa, aber die Wohnung kostet 2000 Nakwa. Und deswegen wohnen die auch alle nicht allein oder haben überhaupt keine Wohnung. Schwierig. Ganz schwieriges Thema. Schon wieder viel zu politisch. Ich werde immer ein bisschen zu politisch und da muss ich auch weg von. Aber das hat mich total baff gemacht. Und wen wundert's, dass man dann sagt, ich bin ein studierter Mediziner, ich gehe nach Europa. Medizin ist Medizin. Das würden wir alle machen. Die Stromsteckerfrage. Im Hotel gab es tatsächlich einen 6-fach-Adapter, also das heißt, ich konnte einfach meinen Stromstecker, meinen europäischen, in die Mehrfachsteckdose stecken. Und ansonsten passt natürlich, wie schon erklärt, italienische Kolonie, italienischer Stecker. Braucht man nicht lange suchen, nimmt man mit, beziehungsweise packt den Euro-Stecker rein. Trinkgelder, ja, sind die auch nicht wirklich gewohnt. Kann man geben. Macht das wie in anderen Ländern. Packt da 10% drauf und gut ist. Und im Hotel gab es keine Kofferträger. Nee, also es ist schon alles sehr einfach gehalten. Sightseeing, must have to see. Es ist ja nicht so ein touristisches Land, deswegen gibt es jetzt nicht so das Sightseeing. Ich glaube, was man sich anschauen sollte, ist die Moschee bzw. die Kirche in Asmara. Dann gibt es natürlich diesen italienischen Flair. Grindr. Grindr habe ich nicht aufgemacht. Ich meine, ich hatte ja auch gar kein Internet. Und dieses Internet im Hotel war gar nicht fähig, überhaupt ein Bild zu laden, geschweige eins hochzuladen. In dem Land ist Homosexualität verboten, strafbar. Ich weiß nicht, ob die Todesstrafe draufsteht, aber ich wollte es jetzt nicht ausprobieren. Und ich muss jetzt auch nicht in diesen 4 Tagen der Vorreiter sein, wenn ich als Journalist dort eingereist bin. Also viel kann ich euch darüber nicht erzählen. Es ist nicht LGBTQ-freundlich. Dadurch, dass ihr ja leider in dieses Land aktuell nicht einreisen könnt, ihr könnt es probieren, wenn euch das wirklich interessiert. Aber bitte bereitet euch vor und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch euch gerne melden. Lasst Kommentare da, wenn ihr irgendwie etwas zu diesem Video zu sagen habt. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr mir ein Like gibt oder auch diesen tollen Channel abonniert. Ich danke euch und wir sehen uns bei der nächsten Reise. Bis dann, euer Reen. أهوهو